Hallo und willkommen zum heutigen Webinar über die Elliott-Theorie. Und zwar speziell über die Grundlagen, nicht die komplette und auch nicht jede Einzelheit, sondern das, was man praktisch für das Handeln binärer Optionen gebrauchen kann. Mein Name ist Benjamin Hübner. In diesem Webinar gehe ich auf die Impuls- und Korrekturwellen ein, erkläre die nochmal kurz, auf die Grundlagen der Elliott-Theorie, auf das Zählen der Wellen und wie sich das zusammensetzt, auch auf die verschiedenen Korrekturphasen, die möglich sind, auf die Anwendung des Fibonacci und dann auf die praktische Anwendung im Chart, wie man die Wellen zählt und worauf man achtet und wie man sie zum Traden benutzt. Ich handle jetzt seit 7 bis 8 Jahren binäre Optionen und auf Forex. Habe anfangs eher verloren, wie es bei den meisten läuft. Und seit 5 bis 6 Jahren verdiene ich damit Geld. Meistens, ab und zu läuft es aber nicht so gut. So mit 3 Jahren etwa bin ich auf die Elliott-Theorie gestoßen, also vor 3 Jahren. Und das hat mir direkt nochmal 10% bessere Gewinnquote gebracht. Ohne dass sie jetzt konkret in der Strategie enthalten ist, sondern einfach dadurch, dass ich mir die Märkte besser aussuche, bei denen ich trade. Und die Situationen auch. Hier ist kurz der Risikohinweis von binary.com. Also Trading ist risikoreich, das sollte man wissen. So, kommen wir erstmal zu den Impuls- und Korrekturbewegungen oder Wellen. Die Impulsbewegung verläuft in Trendrichtung, also im Aufwärtstrend nach oben und im Abwärtstrend nach unten. Eine Korrekturbewegung läuft gegen den Trend, gegen die Trendrichtung. Die korrigiert die Impulsbewegung. Die ist meistens oder fast immer kleiner als die Impulsbewegung und hat auch ein kleineres Volumen als die Impulsbewegung. Das nur kurz zur Erinnerung. Ich bin darauf in den letzten Webinaren schon eingegangen. Ansonsten kann man sich die gerne mal auf YouTube angucken. Kommen wir zu den Grundlagen oder zu den Hintergründen der Elliott-Theorie. Erstmal wurde sie entwickelt von Ralph Nelson Elliott also Anfang des Jahrhunderts etwa, 1930, 40 sowas im Dreh. Sie basiert auf der Dow-Theorie. Beide wurden nebenbei von den Wellen im Meer inspiriert und basiert auf 3 Grundprinzipien oder deckt 3 Aspekte ab. Das ist die Formation, das Verhältnis und die Zeit. Formation sind die Anordnung der Wellen. Verhältnis ist das Verhältnis der Kursbewegung. Und das gleiche Verhältnis findet man auch nochmal zeitlich. Wichtig zu wissen ist, dass sich das Ganze fraktal verhält. Also dass große Teile immer aus den kleinen gleichen Teilen zusammengesetzt sind. Und es geht auch wenigstens in der Theorie immer weiter nach unten. Das ist auf die Zeit bezogen. Dazu komme ich gleich noch etwas genauer. So, kommen wir zu den Grundregeln. Also wie schon mit den Impuls- und Korrekturwellen angedeutet, bewegt sich der Markt in einem Wellenmuster. Impulswellen sind in Trendrichtung und werden von Korrekturwellen abgelöst. Wie gesagt, Impulswellen sind immer stärker und haben ein höheres Volumen als Korrekturwellen. Jede Impulsbewegung setzt sich nun wiederum aus 5 Wellen zusammen. Dafür sind 3 in Trendrichtung, also auch Impulswellen, kleine Impulswellen. Und 2 davon sind Gegentrendrichtung, Korrekturwellen. Gucken wir uns das gleich am besten erstmal an. So, wir haben hier das Grüne. Das Grüne hier ist eine Impulsbewegung. Das Rote ist die Korrektur dazu. Hier ist die erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle, fünfte Welle. Das ist ein bisschen irreführend bei der Elliott-Theorie. Ich würde die 1 und die 2
eigentlich als eine Welle bezeichnen, persönlich, wenn man so ans Snare denkt und so weiter. Hier ist es so gezählt, dass jede Bewegung eine Welle ist. Wir haben also 5 Wellen. Diese 5 Wellen bilden schon wieder eine Impulsbewegung, eine übergeordnete. Und darauf folgen 3 Wellen, die die große Korrektur bilden. Das zeige ich gleich auch nochmal genauer. Wichtig zum Zählen vor allem, also ich gehe nochmal kurz zurück, der vordere Teil, die Impulsbewegung komplett, die ist meist, oder nee, eigentlich immer so aufgebaut. Immer diese 5 Wellen, 3 davon in Trendrichtung, 2 davon korrigieren. Die Korrekturbewegung, da gibt es verschiedene Abarten, das macht das ein bisschen schwerer. Dazu komme ich gleich nochmal. Um das Zählen zu vereinfachen, gibt es nochmal 3 Grundregeln. Zum einen darf die vierte Welle die erste nicht überschneiden. Das zeige ich gleich alles nochmal. Die zweite Welle ist niemals die kürzeste Welle. Und die zweite Welle darf nicht unter den Standpunkt der ersten kommen. Die dritte Welle, Entschuldigung. Die dritte Welle ist niemals die kürzeste und die zweite Welle darf niemals unter den Startpunkt der ersten fallen. Das hier wäre die erste Regel. Man sieht, wenn man hier vom ersten hoch eine Linie denkt, dann darf dieser Punkt nicht unter dieser Linie liegen. Er darf drauf liegen oder drüber, aber nicht unten drunter. Das einmal. Das hier ist die zweite Regel. Da ist der Abstand von hier nach hier der kleinste Abstand, viel kleiner als von hier nach hier oder von hier nach hier. Das heißt hier, da die dritte Welle ist die kürzeste, das dürfte auch nicht vorkommen. Und der letzte mögliche Verstoß, wenn man sich vom Startpunkt aus in die Linie denkt, dann darf der Rücksetzer, die erste Korrektur, nicht unten drunter liegen. Das sind wirklich Regeln, die nicht sein dürfen oder können. Soweit. So. Hier noch eine wichtige Regel, die später zum Zählen wichtig wird. Und zwar Wellen in der gleichen Richtung wie die übergeordnete Welle setzen sich wiederum aus 5 kleineren Wellen zusammen. Wellen gegen die Richtung nur aus 3 Wellen. Gehen wir mal eins weiter. Man sieht hier, das hier ist wie gesagt die große Impulsbewegung. Hier haben wir dann die nächst kleinere Impulsbewegung dazu. Hier ist die große Korrektur und die nächst kleinere Korrektur. Dann haben wir hier und hier und hier die Impulswellen zu der großen. Und man sieht hier, diese Impulswelle setzt sich nur wiederum aus 3 kleinen Impulswellen und 2 Korrekturwellen zusammen. Diese Korrekturwelle wiederum nur aus 3 Wellen. Hier bei der Korrektur hingegen setzt sich diese Welle aus 5 Wellen zusammen. Und diese Korrektur, wenn man so will, wieder aus 3 Wellen. Die hier wäre dann wieder aus 5 Wellen. Hier sieht man auch schön die fraktale Eigenschaft. Wir haben hier eine große Impulsbewegung und es geht für die Korrektur. Und dieses Muster, dieses Dreieck findet man dann auch hier wieder und hier wieder und hier wieder. Im umgedrehten Fall auch hier. Und innerhalb dieser Bewegung findet man auch hier das gleiche Muster wieder. So, kommen wir zu den Grundformen von Korrekturwellen. Wie schon erwähnt, sind die weniger klar definiert als die Impulswellen und damit auch schlechter zu erkennen und vorherzusehen. Die machen das Zählen und Erkennen auch erst richtig schwer. Wichtig zu wissen ist, Korrekturwellen bestehen niemals aus 5 Wellen, immer aus 3. Das würde keinen Spaß machen, wenn es nicht eine Ausnahme gäbe. Die Dreieckskorrektur, die erkläre ich auch gleich, die hat eben doch 5 Wellen. 3 Hauptformen sind verschieden, das ist Zickzack,
Flat und Dreieck. Ich habe nur die Grundform jetzt dargestellt. Es gibt davon noch Abarten und Sonderformen. Das macht es dann auch wieder richtig kompliziert. Die sind aber, um die Elliott-Wellen-Theorie erstmal zu integrieren ins eigene Trading, gar nicht so notwendig. Kommen wir erstmal zum Zickzack. Das ist die ich auch drüben gezeichnet habe. Ist eine 3-Wellen-Korrekturform, die sich nur wiederum in 5, 3, 5 unterteilen lässt. Also das Große ist einmal die Hauptwelle, also die übergeordnete, und die kleinen eingezeichneten ist dann nochmal die Unterteilung, wie sich in kleine Stückchen zerteilt. Die Flat-Korrektur, also das hier ist auch die normale Korrektur, kann man sagen. Die Flat-Korrektur sind auch 3 Wellen, verhält sich aber in einem 3-3-5er-Sequenz. Und insgesamt ist es weniger eine Korrektur als mehr eine Konsolidierung, also eine Seitwärtsbewegung im Markt. Wie man hier schön sieht, bewegt sich das auch recht genau innerhalb von einer Ebene oder von 2 Ebenen, so zwischen 2 Level. Kann eigentlich durchaus passieren, dass das hier ein bisschen übersteht und dass das hier ein bisschen übersteht. Das passiert. Auch hier ist wichtig zu wissen, oder verhältnismäßig wichtig, dass wir erst die erste Welle in 2 zerteilen, die zweite in 3 zerteilen, die zweite auch in 3 und die letzte dann in 5. So, kommen wir jetzt zur Dreieckkorrektur. Ist bei Aktien meistens in der 4. Welle. Generell ist das eigentlich alles für den Dow-Index bzw. für den Aktienindex entwickelt. Es funktioniert bei Währungen und bei Rohstoffen auch. So ist es nicht. Gibt aber teilweise ab und zu ein paar Unterschiede. Also bei den Aktien sind die Regeln etwas ernster genommen irgendwie. Meist in der 4. Welle, wie gesagt. Jede Welle lässt sich ihrerseits in wieder 3 Wellen unterteilen. Geht der finalen Bewegung in Richtung des übergeordneten Trends voraus, also der nächsten übergeordneten großen Welle. Es gibt verschiedene Dreiecke, das wäre das ansteigende und das absteigende und das symmetrische und das antisymmetrische. Hier habe ich hier kurz dargestellt. Beim ansteigenden, am besten man zieht sich eine Linie, um die zu erkennen. Sieht man, ist die Linie hier nach oben gezogen, die untere ist also ansteigend, die obere ist gerade auf einer Ebene. Wenn der Preis so das Dreieck betritt, dann ist das wahrscheinlich hier hinten auf diese Art nach oben. Wenn der Preis von oben kommt, also es genau umgedreht ist, von hier oben kommt, hier einschlägt und hier wieder abprallt, dann würde es so verlaufen und wird er nach unten wahrscheinlich ausbrechen. Beim abfallenden Dreieck ist die obere Linie abfallend und die untere waagerecht. Und auch hier gilt, dass es darauf ankommt, von wo der Preis kommt oder wie der Preis einsteigt. In dem Fall, so wie gezeichnet, würde der Preis nach oben ausbrechen. Wenn der Preis von oben kommt, dann würde der Preis nach unten ausbrechen. Wahrscheinlich. Auch das ist nicht 100% gegeben. Natürlich. Beim symmetrischen haben wir 2 aufeinander zulaufende Linien. Und auch hier sieht man ganz schön, wie der Preis sich wahrscheinlich verhält. Wenn er von oben kommt, geht halt wie gesagt das Gegenteil. Als Faustregel kann man sich merken, dass er in die andere Richtung ausbricht, als er einsteigt. Hier gibt es eine interessante Sache noch. Und zwar die Distanz, generell bei den Dreiecken, von hier, bei den symmetrischen, Entschuldigung, von hier nach hier, ist auch die Distanz, die der Preis hier dann wahrscheinlich zurücklegt. Außerdem ist der Punkt, wo sich diese beiden schneiden, wahrscheinlich der zeitliche Punkt, bis wann das passiert ist mindestens. Das lässt sich sehr schön für Touch-Optionen benutzen zum Beispiel.
So, hier ist noch das Antisymmetrische. Bin ich sicher, ob die deutsche Bezeichnung die gängige ist. Ich habe das vom Englischen übersetzt. Das ist im Grunde das Gegenteil vom Symmetrischen. Hier laufen die beiden auseinander. Und wenn der Preis von unten nach oben eintritt, dann tritt er nach oben aus und andersrum. Die macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Noch ein paar hilfreiche Faustregeln eher, als dass es richtige Regeln sind. Zum einen die Regel der Alternation. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die gleiche Formation sich mehrmals hintereinander wiederholt. Das heißt, wenn wir einmal einen einfachen Verlauf haben, dann folgt darauf wahrscheinlich eher ein komplett komplizierter, also ein Dreieck zum Beispiel. Und wenn wir einen komplizierten Verlauf haben, folgt darauf wahrscheinlich eher ein einfacher. Also auf ein Dreieck eher ein Flat oder ein Zigzag. Das ist nur eine Faustregel, die aber schon hilfreich sein kann beim Zählen oder auch beim Handeln vor allem auch. Und eine andere Faustregel ist, dass auf eine starke oder schnelle Impulsbewegung oft eine eher langsame oder schwache Korrektur folgt und umgekehrt. Auf eine eher langsame Impulsbewegung folgt eine eher schnelle Korrektur oder plötzliche Korrektur oft. Aber auch nur oft, das ist auch keine richtige Regel. Um die Hilfsmittel, um die Wellen etwas besser zu erkennen zu können im Chart, vor allem auch im Kerzenchart, empfehlen sich gleitende Durchschnitte. Andere Indikatoren, wie zum Beispiel die Stochastik oder auch der MACD, die können auch benutzt werden, die sind aber nur bedingt hilfreich. Gerne werden auch Trendkanäle benutzt, um das sichtbar zu machen besser. Es gibt auch spezielle Indikatoren im Internet für die Elliott-Theorie. Ich habe davon mal 2, 3 getestet, die fand ich nicht so überzeugend. Das heißt aber nicht, dass es da nicht trotzdem noch was Gutes gibt. Vor allem jetzt, das ist ein halbes Jahr her oder so. Das nur als Anregung. Eine andere Möglichkeit, die man hier noch einsetzen kann, ist der Zickzack-Indikator im MetaTrader. Dazu komme ich gleich noch. Kommen wir kurz zu den Zahlen, die dahinter stecken. Das möchte ich nur kurz anreißen. Das ist fürs Handeln zum Verständnis, ist es sehr praktisch, ist aber eigentlich fürs Handeln muss man es nicht unbedingt kennen. Also jedenfalls die Elliott-Theorie basiert auf der Fibonacci-Zahlenreihe, die im 13. Jahrhundert von Leonardo Fibonacci entdeckt wurde oder beschrieben wurde. Die Zahlenreihe, der Anfang, ist hier dargestellt. Das wäre 0, 1, 1, 2, 3, 5 und so weiter. Die wird ganz einfach gebildet. Immer wenn die letzten 2 Zahlen zusammen addiert. Also die nächste Ziffer wäre die 140 plus die 89. Das sind 133, kann das sein? 233, die nächste 233 zum Beispiel. So setze ich es weiter. Interessant ist an dieser Fibonacci-Zahlenreihe zum einen, dass sich die Wellen in 3, 5 oder 8 Wellen verteilen, beziehungsweise auch, wenn man die kleineren Wellen zählt innerhalb von einem größten Gebilde, dann sind das auch alles Fibonacci-Zahlen, die dabei rauskommen. In der Zahlenreihe ist das Verhältnis von der Zahl zu ihrer nächsthöheren, habe ich den H vergessen, 0,618, beziehungsweise erst ab der 4. Ebene nähert sich das immer weiter an. Genau dran kommt es nicht, sondern es pendelt drumherum. Das Verhältnis einer Zahl zu ihrem Vorgänger beträgt ca. 1,618. Das ist der Kehrwert. Bin ich gar nicht sicher. Und das Verhältnis einer Zahl zu ihrer übernächsten entspricht ca. 2,618, beziehungsweise der Kehrwert ist 0,382. Die Zahlen, die erkennen manche wahrscheinlich schon aus dem Fibonacci Retracement, also die 0,61, die 0,38 zum Beispiel.
aber auch die 1,61 und die 2,61 sind immer da. Hier sind ein paar der Anwendungen. Da gibt es noch einige mehr. Das sind jetzt nur die wichtigsten, die ich ab und zu mal benutze. Manchmal ist eine von den 3 Wellen etwas ausgedehnt. Dann werden nochmal 3 eingesetzt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube 3 waren es. Die anderen beiden haben dann die gleiche Länge etwa. Das Minimum-Kursziel für die dritte Welle, also für die mittlere Impulsbewegung, lässt sich berechnen, indem man die Länge der Welle 1 misst, das mal 1,61 multipliziert und das zum Tiefpunkt der zweiten Welle addiert. Das geht im Aufwärtstrend. Im Abwärtstrend das Ganze berechnen, dann muss man es natürlich von der Welle abziehen. Bei der Zickzack-Korrektur sind die Längen der 3 Wellen meist oft gleich, nicht immer. Und das ist interessant, bei einem symmetrischen Dreieck entspricht jede Welle dem 0,61-fachen der vorhergehenden Welle. Da können wir gleich noch gucken, ob wir das im Chart finden. So etwa. Das ist natürlich nicht haargenau auf den Punkt genau, aber je nachdem schon erkennbar auf jeden Fall. Das prozentuale Fibonacci Retracement, das darauf basiert, lässt sich besonders gut zum Einschätzen von Kurszielen und Bewegungswechselpunkten einsetzen. Basiert im Grunde auf dem Verhältnis der Fibonacci-Zahlen. Das nur so am Rande, das habe ich vorhin schon erwähnt. In einem starken Trend ist das Minimum Retracement, also der Minimum-Rücksatz vom Preis, die Minimum-Korrektur, ca. 38% und im schwachen Trend maximal 61%. Um das herauszufinden, wird das Ganze über die Impulsbewegung bezeichnet. Das zeige ich denke auch gleich nochmal kurz im Chart. Kurz erwähnen will ich auf jeden Fall, dass es auch Fibonacci-Zeitziele oder ein Fibonacci-Zeit-Tool gibt. Wie gesagt, es gibt insgesamt 3 Aspekte. Formation ist die Wellenform und die Wellenanordnung. Verhältnis ist das Fibonacci Retracement und die Bewegungsverhältnisse zueinander, beziehungsweise das Verhältnis ist eben auch in der Zeit zu finden. Der Punkt ist am schwersten einzusetzen und auch am ungenauesten. Man findet dazu auch am wenigsten, so beim ersten Mal suchen wenigstens. Muss man ein bisschen genauer gucken. Hierbei wird von signifikanten Tops und Tiefpunkten ausgegangen und versucht das Verhältnis dazwischen hochzurechnen, auch mit dem Retracement oder mit einem Zeichentool im MetaTrader. Das zeige ich dann gleich nochmal live. Die praktische Anwendung ist im Grunde recht einfach, meiner Meinung nach. Lässt sich auch mit jeder Strategie kombinieren. Und was vielleicht die meisten kennen, ist, dass man denkt, man hat einen Trend erkannt und handelt in Trendrichtung. Und genau in dem Moment dreht der Kurs und der Kurs bewegt sich in entgegengesetzte Richtung. Das liegt daran, dass man nach der dritten Impulswelle recht gut den Trend erkennen kann und dann einsteigt und dann kommt auch keine Impulswelle mehr und dann fängt die Korrektur an. Wenn man das schon mal weiß, dann lassen sich schon viele Fehltrades vermeiden. Und wenn man wirklich guckt, dass man möglichst bei 2 oder 3 handelt, ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn man möglichst guckt, dass man nicht hier in einen Trendfolgetrend zum Beispiel einsteigt, sondern nur den Punkt und den Punkt versucht zu handeln, dann hat man schon eine weitaus bessere Chance. Ich mache es persönlich zum Beispiel so, wenn ich sicher bin, ob ich mich vielleicht da befinde im Preis oder im Trend, dann handle ich kürzere Auslaufzeiten zum Beispiel. Das ist auch so eine Kleinigkeit. So lassen sich wenigstens schon mal einige Fehltrades vermeiden. Je nachdem kann man sich auch den übergeordneten Trend noch ansehen und kann anhand der Zahl der Unterwellen auch schon etwa sehen, wo man sich befindet. Wenn
wir uns im Aufwärtstrend befinden und wir zählen aber in der Abwärtsbewegung 5 Wellen, dann sind wir wahrscheinlich in der großen Korrekturbewegung zum Beispiel. Wenn wir in der Abwärtsbewegung jedoch nur 3 Wellen zählen, Entschuldigung, dann befinden wir uns wahrscheinlich noch in der großen Impulsbewegung zum Beispiel. So lässt sich die Elliott-Wellen-Theorie für mich als Gewinnpunkt einsetzen. Wie gesagt, ich hatte bestimmt 10% mehr Gewinnquote dadurch. Und so würde ich es auch empfehlen, damit anzufangen. Wie gesagt, da reicht im Grunde schon das Grundgerüst. Ups, jetzt bin ich ein bisschen weit. Hier weit. Das hat mir auf jeden Fall schon geholfen, meine Trading-Ergebnisse signifikant zu verbessern. So. Schauen wir uns das nochmal im Chart an. Hier ist einmal binary.com. Hier kann man sich das natürlich auch ansehen, so ist es nicht. Funktioniert das auch. Ist aber ein bisschen schwerer. Also, das heißt schwerer nicht unbedingt, aber ich bevorzuge den MetaTrader. Gerade weil man hier das Fibonacci Retracement hat. Ich habe hier in dem Chart jetzt vor allem Kerzencharts, ein 1-Minuten-Chart ist es. Euro, US-Dollar nebenbei, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hier ist ein gleitender Durchschnitt bis 5 und das ist der Zickzack-Indikator. Der ist hier beim MetaTrader schon dabei. Den findet man hier unten, der kann ganz hilfreich sein. Ist aber auch nicht perfekt. Wir müssen das hier ein bisschen genauer angucken. Vor allem einfach erstmal, wie sieht man es eigentlich recht schön. So einfach mal dieses Gebiet. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. So. Das sieht man hier eigentlich ganz schön. Ich mache die mal ein bisschen dicker. Eine Bewegung, die erste Impulsbewegung. Gehe ich wenigstens von aus. Dann haben wir hier die zweite Impulsbewegung. Das Grün ist schlecht, glaube ich. Und dann wird auf Rot. Zweite Impulsbewegung. Und hier die dritte Impulsbewegung. Gefolgt von einer Korrektur hier. Und ja, gut, dann einer Korrektur hier. Und haben hier eine Korrektur. Die mache ich mal blau. Hier eine Korrektur und hier eine Korrektur. Übergeordnet wäre das hier einmal eine Impulsbewegung. Und hier die Korrekturbewegung. So in etwa. Hier hätten wir also ein recht schönes Muster. Hier sieht man auch, wie sich die Schulter-Kopf-Formation bildet. Das sieht auch gut mit der Elliott-Wellen-Theorie zusammenpasst. So. Wenn wir uns das jetzt nochmal genauer angucken, mal in die Tiefe gehen. Vielleicht gerade mal alles. Ich hoffe, es ist zu erkennen oder ist klar, was ich hier meine. Dann haben wir hier die eine Welle, hier runter, hier die zweite Welle, hier runter, Korrektur, hier die dritte Impulswelle.
Man sieht auch, so ein bisschen wenigstens, ja, wirklich eindeutig ist es nicht, was die Steilheit der Wellen angeht. Aber hier haben wir einen recht ausgedehnten Anstieg und einen etwas schnelleren Abfall. Wir haben dann also hier die erste Welle innerhalb der großen Korrektur und sehen hier auch eigentlich recht deutlich, dass wir hier 1, 2, 3 kleine Wellen nach unten haben. Also 3 Impulswellen, wenn wir von der Bewegung ausgehen. Das ist leider ein bisschen verwirrend, da kann ich nicht viel dran ändern, leider. Gefolgt von 1, 2, 3, das heißt, wir haben eine normale Korrektur hier. Beziehungsweise bin ich nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht, hier merkt man jetzt die Komplexität, eher so zu behandeln ist. Dann hätten wir nämlich sowas wie eine Dreieckkorrektur, wenn auch nur etwas verkrüppelte. Jedenfalls haben wir hier dann die zweite Korrekturwelle eigentlich. So. Mal gucken, müssten wir hier dann wieder anfangen weiter zu steigen auf längere Sicht. Wahrscheinlich. Das ist keine Prognose, aber ich werde jetzt erwarten. Dann haben wir uns hier die Korrekturwellen mal angesehen. Das ist hier eine einfache Korrektur. Dann müsste hier eigentlich eine kompliziertere folgen. Ist auch gegeben, so wie das aussieht. Gucken wir uns hier die erste Impulswelle an. Die ist hier. Da haben wir hier 1, 2, 3 kleine Wellen, würde ich sagen. Passt. So, folgen dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Also 8 wären bis jetzt 8 Wellen, wenn man es so zählt. Das gibt es eigentlich als Sonderform in der Theorie, dass die Impulswelle verlängert ist. Habe ich in den Regeln wurde das auch erwähnt. Das wäre hier dann also gegeben. Und was die Korrektur angeht, etwa 1, 2, ja, wahrscheinlich müsste man schon so zählen. Muss bedenken, dass es im kleinen Rahmen auch wieder Wellen gibt und die verzerren das alles so ein bisschen. Gucken wir mal kurz den gleichen Durchschnitt an, machen den mal ein bisschen schneller. Heute mal 3. Dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste das eventuell ein Dreieck sein. Man sieht also, es ist nicht immer ganz so einfach, das zu zählen, eben auch wegen verschiedenen Zeitphasen, weil sich die halt manchmal etwas verwaschen. Hier in dem Fall hätte ich zum Beispiel geguckt, da ist meine Trendfolgestrategie, da nutze ich eigentlich die Stochastik und versuche halt einen Trend zu erkennen, dass ich die hier gehandelt hätte. Da hätte ich erkannt, dass sich eine Trendbewegung bildet. Wenn man sich das anguckt, dann ist es nicht viel verraten. Also möglichst hier eingestiegen. Hier hätte man auch nochmal einsteigen können. Man sieht, dass die Distanz von hier nach hier ist die erste Welle. Von hier nach hier die zweite, das ist die Korrektur. Wenn jetzt von hier nach hier die dritte wäre, dann wäre das gerade mal die dritte, die Distanz.
Die dritte ist eigentlich niemals die kleinste, wie bereits erwähnt. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. Aus dem Grund hätte man hier denken können, dass es noch weiter nach oben geht. Sicher ist es natürlich, das nicht zu handeln, sondern nur den hier zu handeln. Und hier hätte ich auch nochmal gehandelt. Hier wäre es da gewesen. Hier muss es nochmal nach oben gehen. So. Hier ist es schwer zu sagen. Also man könnte es erstmal annehmen, dass das hier die 3 Impulswellen sind von der kleinen Bewegung. Das passt aber eigentlich nicht ganz. Dann wäre auch wieder hier, das hier die kleinste Welle. Also in solchen Phasen ist es dann wirklich schwer zu zählen. So wie auch hier. Hier ist dann wiederum, sieht man es recht gut. Erste, zweite, beziehungsweise das wird sogar die beiden wahrscheinlich sein. Und dritte. So, am einfachsten ist es wirklich auf dieses Muster, hier auf dieses Muster zu achten, auf die 3 Wellen und dann zu gucken, dass man hier hinten nicht mehr einsteigt und wirklich den hier erwischt, vielleicht sogar den hier erwischt. So, ich hoffe, ich konnte wenigstens das Interesse für die Theorie bei einigen wecken. Das ist ein schwieriges Thema und es ist auch ein teilweise etwas verwirrendes Thema. Gerade auch durch die Bezeichnung der Wellen, das fand ich sehr verwirrend am Anfang. Finde ich immer noch verwirrend. Hat mir aber wirklich sehr geholfen und zwar schon die Grundzüge, auch ohne es komplett zu verstehen. Also, wie gesagt, auf das hier achten, auf diese Dreifach-Wellenbewegung und die versuchen auszunutzen. Damit kann man schon viel erreichen. So. Wenn noch Fragen sind, dann kann man die jetzt am besten im Chat stellen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zum Handel binärer Optionen findet man auf binäreoptionsstrategien.de. Dort kann man auch, wenn man sich per E-Mail anmeldet, mit mir persönlich Kontakt aufnehmen per E-Mail. Dauert 1-2 Tage manchmal, aber dann schreibe ich zurück. Und dort findet man auch weitere Webinare, Live-Trading von mir, Signalgeber von mir und ein paar andere Sachen. So, wenn soweit keine Fragen sind, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Mai ist das, glaube ich.